Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es einen Blechkuchen und zwar einen Butterkuchen. Es ist ein Hefekuchen, der ganz einfach und schnell zu backen ist und er ist sehr lecker. In meine Rührschüssel habe ich bereits 375 Gramm Dinkelmehl gegeben. In die Mitte drücke ich mit einem Löffel eine Kuhle, noch besser funktioniert das mit einer Soßenkelle. In die Delle gebe ich die Hefe. Sie wird, so gut es geht, zerbröselt. Man benötigt 100 Milliliter kalte Milch, die ich bereits abgewogen habe. Davon gebe ich 2 bis 3 Esslöffel über die Hefe und verrühre alles zu einem Brei. Man kann auch noch eine Prise Zucker dazugeben und einarbeiten, dann hat die Hefe schon etwas zu futtern. Wenn man es nicht macht, geht die Welt davon nicht unter. Diesen Brei lasse ich nun eine Viertelstunde stehen, damit sich die Hefe entfalten kann. Wenn es nur 10 Minuten sind, ist es auch okay. Auch wenn ich einen süßen Kuchen backe, gebe ich immer eine Prise Salz ins Mehl. Ich finde, dass man einen ausgewogeneren Geschmack erhält. Das Salz gebe ich also mit Bedacht am äußersten Rand in das Mehl. Salz darf niemals direkt auf die Hefe gegeben werden, egal ob im trockenen oder schon angerührten Zustand. Denn Salz tötet Hefe ab. 100 Gramm Butter wurden geschmolzen und zum Mehl hinzugefügt. Ebenso kommt ein Ei dazu, sowie der größte Teil der kalten Milch. Da es nicht sehr viel Teig ist, ist die Benutzung des Flachrührers sinnvoller, da er die Zutaten besser erfasst. Alles wird in der Knetmaschine zunächst vermischt. Ein Test zeigt, dass der Teig noch etwas fest ist, also kann die restliche Milch noch hinzugefügt werden. Ist alles untergerührt, kann es vorkommen, dass der Teig so am Haken hängt, dass er nicht mehr wirklich bewegt wird. Außerdem verwende ich Dinkelmehl, welches ich nicht überkneten möchte, also wird der Teig aus der Maschine geholt und von Hand noch ein paar Runden geknetet. Dazu drücke ich ihn mit dem Handballen zusammen, sodass er breiter wird, dann wende ich diese Masse um 90 Grad und wiederhole die Handbewegung. Man merkt es, wie sich der Teig verändert und schön geschmeidig wird, dann ist es gut. Die Teigkugel wird in eine Schüssel gelegt und kann von jetzt an, abgedeckt, ungefähr eine halbe Stunde ruhen, bis sich das Volumen sichtbar vergrößert hat. An Tagen mit Sonnenschein und blauem Himmel geht es meistens etwas schneller als an regnerischen und kalten Tagen. Auch die Hefe hat Gefühle. Nach der halben Stunde wird der Backofen schon mal auf 200 Grad Celsius vorgeheizt. Hier kann man sehen, wie sich der Teig entwickelt hat. Ein Blechkuchen wird auf einem Blech gebacken. Das Blech lege ich immer mit Backpapier aus. Damit ich weiß, wie groß ich den Teig gleich ausrollen muss, falte ich das auf dem Blech liegende Papier wie gezeigt entlang der Ränder. Es wird ohne das Blech auf die Arbeitsfläche gelegt und mit ein klein wenig Mehl bestreut. Darauf lege ich nun meinen Teig und rolle ihn entsprechend aus. Das hat nicht nur den Vorteil, dass mir die Falze des Papiers dabei als Maß dienen, das Ausrollen auf dem Backpapier hat den überaus angenehmen Nebeneffekt, dass meine Arbeitsplatte sauber bleibt und später viel einfacher zu reinigen ist. Vor allem die Ecken sind beim Teig immer gern ein wenig widerspenstig, aber nach einigem Hin und Her findet sich der Teig mit seiner Form ab. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Das Backpapier samt Teig wird nun einfach auf das Blech geschoben und fertig. Der Teig kann nun noch 10 Minuten ruhen, damit er sich entspannen und auch schon wieder ein wenig aufgehen kann. Mit den Fingerspitzen drücke ich kleine Dellen in den Teig, damit sich die Butter später darin sammeln kann. Die Butter, 75 Gramm, wird geschmolzen und auf dem Teig verteilt. Man kann sie zunächst mit einem Löffel grob verteilen und dann mit einem Pinsel die Feinarbeiten erledigen. Anschließend werden die 70 Gramm Mandelblätter auf der Butter verteilt, wobei man auch auf die Ränder achten sollte, denn sonst will die keiner essen. Zum Schluss werden die 50 Gramm Zucker darüber gestreut. Nach weiteren 10 Minuten Ruhezeit kann der Kuchen dann auch schon in den Backofen. Die Backzeit beträgt 15 Minuten bei Ober-Unterhitze. Das kann natürlich von Ofen zu Ofen unterschiedlich sein und muss deswegen überwacht werden. So sieht der Kuchen nach dem Backen aus.
Bei Blechkuchen lege ich immer 2 Kuchengitter überlappend nebeneinander, dann komme ich mit der rechteckigen Form ganz gut hin. Das ist der Kuchen beim Anschneiden. Er ist sehr lecker. Ich fand ihn aber ein wenig trocken, was auch an der Verwendung des Dinkelmehls liegen kann. Und weil ich immer nur wirklich gute Rezepte veröffentlichen möchte, habe ich den Kuchen gleich nochmal gebacken. Diesmal habe ich die Dellen nicht mit den Fingerspitzen, sondern mit der Rückseite eines Messers in den Teig gedrückt. Und die Butter habe ich nicht ganz so flüssig werden lassen, aber trotzdem mit einem Pinsel verteilt. Mandeln und Zucker werden wie gehabt über dem Teig verteilt. Der Teig kommt für 10 Minuten bei 200 Grad in den Ofen, wird also 5 Minuten kürzer gebacken. Nach 10 Minuten wird das Blech herausgeholt und ich gieße 100 Gramm Schlagsahne langsam auf die Oberfläche. Natürlich auch wieder schön entlang der Ränder, damit die nicht zu kurz kommen. Der Kuchen kommt jetzt wieder zurück in den Ofen und wird dort die letzten 5 Minuten bei Ober-Unterhitze gebacken. Die Gesamtbackzeit beträgt also 15 Minuten, nur gibt es eine Unterbrechung. Hier kann man die beiden Kuchengitter sehen, darauf kann der Kuchen auskühlen. So sieht er angeschnitten aus. Er ist durch den Sahneguss sehr viel feuchter und schmeckt interessanter. Ich habe hier beide Varianten gezeigt. Jetzt könnt ihr entscheiden, was ihr ausprobieren wollt. Es ist ein einfacher, bescheidener Kuchen, der aber sehr gut schmeckt. Ich hoffe, ihr probiert ihn einmal aus und abonniert meinen Kanal. Hier ist noch die Zutatenliste. Butterkuchen vom Blech mit Sahneguss. Hefeteig, 375 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 21 Gramm Hefe frisch, 100 Gramm Milch, 25 bis 30 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei. Belag 75 Gramm Butter, 75 Gramm gehobelte Mandeln oder auch Mandelblättchen genannt, 50 Gramm Zucker. 100 bis 120 Gramm Schlagsahne, 32% Fettgehalt. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!